Und bei uns geht es weiter. Die finale Station, wir gehen in die Hauptstadt. Richtig. Wir gehen zu Jesse, unserem europäischen Vectorworks-Vertreter hier von Vectorworks. Wir sind sehr froh, dass wir ihn hier in Deutschland sitzen haben. Er ist natürlich europaweit für Vectorworks Inc. tätig. Nichtsdestotrotz, wir sind immer im regen Austausch. Wir haben viel Spaß miteinander. Wir hätten ihn alles fragen können. Für heute haben wir uns fürs Kabeltool entschieden. Ne? Richtig, ja. So, jetzt werden viele sagen, oh, Kabeltool habe ich schon zweimal gesehen, aber da hat sich was getan. Wir haben das Kabeltool, das ist ja eine Feature-Vorschau. Das ist quasi, bevor wir das alte Kabeltool ersetzen, einmal die Möglichkeit, das, womit wir es ersetzen wollen, einmal ausprobieren zu können, um da die Verbesserung schon reinzukriegen, damit man im alten Workflow noch arbeiten kann, aber schon gucken kann, wo die Reise hingeht. So, da gab es im Service Pack 3, das wir ausgeliefert haben, gab es da ein paar kleine Änderungen. Hier und da haben wir schon am Tool gedreht, um da auch wieder euer Feedback zu kriegen. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Eine Sache noch dazu sagen, der Vortrag ist auf Englisch. Oh ja, stimmt. Wir können uns aber trotzdem weiter nachher auf Deutsch austauschen. Genau. Und auch Jesse versteht Deutsch, also ist kein Problem. Genau. Jesse hat uns auch zugesichert, er wird es in Deutsch versuchen zu beantworten. Es kann aber natürlich sein, wenn es sehr fachlich wird und er die Ausdrücke dazu nicht findet, dann wird er in Englisch antworten. Ich denke aber, dass das für die Mehrheit unserer Branche kein Problem sein wird. Keine Scheu, ihr könnt weiter die Fragen auf Deutsch stellen. Genau. Zur Not können wir auch ein bisschen übersetzen, das ist kein Ding, also da keine Scheu. Aber jetzt erstmal ein Vortrag auf Englisch aus Berlin von Jesse. Wir freuen uns drauf und dann freuen wir uns nachher auf euer Feedback, auf eure Fragen. Los geht's. Hello everyone, my name is Jesse Cogdell and I'm the European Entertainment Product Specialist at Vectorworks. Since we won't be able to meet in person at Pro Light and Sound this year in Frankfurt, Computerworks have asked me to record you a short presentation about the new Kabeltool suite. In this presentation, I'm going to go through with you some useful tips and tricks that will help you work with the new tools, like how to customize the cable connector list and how to get the most out of the cable parts manager. So without further ado, let's move over to the software. The first thing I'm going to show you today is how to customize your cable connector list. The new Kabeltool suite has a user-editable list of cable connectors. We have tried to include every possible connector type that we could think of that's used in our industry. And due to this, the list is rather large, and this can make it a little difficult to find the connector you want in the drop-downs throughout the tools. Most of you will already know that you can add and remove connectors from this list. But what is not so well known is that you can also edit the order of the list so that the cable connector drop-downs are easier to use. So for example, you can move the connectors you use commonly for your company or workflows to the top of the list. You will need to exit Vectorworks to edit the connector list. The cable connector XML file is located in the application default libraries inside the Cable Tools folder. I'm going to use Notepad here, but any simple text or XML editor will work. To change the order of the connectors in the drop-downs is very simple. Simply select the entry for the cable connector you want to move, and then use cut and paste to change its position in the list. Next, save the XML back into the same location. As soon as you restart Vectorworks, the cable connector drop-downs will refresh and display the connectors in the new order. It is a good idea to save a copy of your customized connector XML into a user or workgroup folder in case it gets reset by a content update from our end. Cable styles offer a number of really powerful workflows, especially when you integrate them with your starting template file. By adding classes to your template file for cable types and labels, you can streamline your cable drawing workflow. As you can see here, my template file includes a set of classes for the cables that I most commonly use. I've preset each of my classes to include pen color and text style. I've also included several cable styles in my template file that are set to use these. And as you can see in the style properties, I've assigned the classes appropriately. .
This means using my template file, I can just start drawing my cables without ever having to manually configure the object attributes or worry about which class the cables end up in. Effective use of the cable styles like this and the classing will make your cable planning far more efficient. A key part of cable planning is creating and documenting cable docs and breaks. Because cable objects are now 3D, this is a really easy process. So let's quickly dive into the demo file. First, I'll select my cables and then activate the split tool from the basic toolset. And then I can just split the cables wherever I want. And this can be done as a group select with cables or singularly. As you can see here, each of the cables is split into two parts, which still maintain the original cable run ID. Efficiently managing your cable part libraries is vital if you want to be able to get the most out of the new Kabeltool suite. The Cable Parts Manager is your primary tool for this, and it's far more powerful than may be apparent from its documentation. Its primary purpose is to edit cable part library files, and not just manage the parts in your current project file. To demonstrate how to use this, I'm going to open up the default jumper cable part library file and create a new cable part. The cable part libraries are located in your application default library files in the Cable Tools folder. In this case, because I regularly demo how to edit this file, it is in my recent file shortcuts. The first thing I'm going to do is duplicate an existing part. For this example, I'm going to use a 30-meter Shuko cable. As I duplicate it, I need to make sure that I put an updated name in, so 50-meter Shuko for this example. Next, I need to update the 2D geometry of the part. I'll make the fill color gray and update the text. Now that I have my part symbol prepared, I need to update the attached data record. I could use the older attach record command and then hit the edit values button there to access the record. This works fine if you're only editing one or two cable parts, but it is a slow workflow if you have to edit a lot of parts. Instead, I'm going to use the Cable Parts Manager to update the part record. This provides both a faster workflow because I can just double-click on the part I want to edit, and unlike the Edit Record dialog, the Edit Cable Part dialog has direct access to the connector dropdowns, so you can use them to choose your connector types, which reduces the chance of making a typo when you enter the connector name. This makes customizing your cable parts library far easier than using the attach record command. As with editing the cable connectors XML, it is a good idea to make a backup of your customized parts library in your user or workgroup folder after saving it into your application folder. Once you have saved the library file, you need to update the cable tools so that they know that the library has changed. This is a very quick and easy process. In your current file, open the Cable Parts Manager and hit the Update button. For this example, I'm just quickly going to filter the parts list to show that the 50-meter Shuko part isn't already available. And next, I hit the Update button and wait a couple of seconds for the update process to finish. As you can see now, the 50-meter Shuko has been imported and is available for all future projects. One important thing you need to be aware of when updating the cable part library in your current project file is that it can potentially force all of the cable objects in your file to rebuild their contained parts list. To avoid this happening accidentally, there is now a warning dialog that will ask you if you want to do this or not,
that will appear after closing the Manage Cable Parts dialog whenever the update button has been used. So that brings us to the end of this short presentation. Hopefully next year things will be a bit better and back to normal and we'll be able to meet in person at Pro Light and Sound or one of the other trade shows. In the meantime, stay safe and enjoy the new features. So, vielen Dank. Willkommen nach Berlin. Willkommen, Jesse. Grüß dich, bist du bei uns? Ja, hi guys. Ja, Hallo. Jesse ist bei uns. Wunderbar. So, Vielen Dank für deinen Vortrag. Entschuldige Kein bitte. Problem. Wir können uns heute besser ins Wort fallen. Das funktioniert. Das ist wunderbar, wie wir uns hier ins Wort fallen können. Ja, viel gelernt jedes Mal beim Gucken. Ist ja noch ein neues Feature. Man kann noch Feedback geben, man kann auch Wünsche stellen. Was mir jetzt nochmal wichtig ist zu sagen, vielleicht hat man das nicht überall so mitgekriegt, ne? Vectorworks kann jetzt quasi berechnen, was ich für Kabel brauche, wenn ich das sauber gezeichnet habe. Aber wie läuft das? Du hast es schon kurz erklärt. Wie vergleiche ich das mit den Kabeln, die ich tatsächlich habe? Weil Vectorworks sagt mir, du brauchst ein Kabel mit 43 Metern, aber das habe ich nicht in meinem Lager. Ich habe nur 10 Meter Kabel zum Beispiel. Und du kannst ja dann verschiedene Listen eingeben von deinen Lagerbeständen. Ist das richtig? Ja, der Weg, das funktioniert, ist, dass mit dem neuen Tool the Kabel Object hat Teile dabei inside. Diese Teile sind die physikalische Kabel, das du hast in dein Lager. Also es gibt eine Bibliothek, wo du sagen kannst, das ist mein Lagerbestand, ähnlich wie ich das mit Scheinwerfern in der Legende zum Beispiel schon kann. Richtig. Ja, das ist, was ein Teil von das Video war, über was zeigen, wie sie erstellen neue Kabelteile für die Bibliothek. Was wir haben geschafft, ist relativ groß für die Teile, aber ich glaube, sie alle wissen selber, dass jeder Ort in der Welt hat einen anderen Namen und eine andere Art für Kabel, das der möchte oder nutzen. So wird versucht zu übergeben den großen Teil, aber das ist kein Weg, dass wir schaffen alles, dass jede Möglichkeit ist. Es ist vielleicht einfacher zu gehen weiter in English. The biggest problem we have is the number of different names that the same cable can have, depending on which country you're in and which part of our industry you work in. Yeah. So we've tried to just do it on a default naming standard, but we also want to make it as easy as possible for the user, you guys, to customize the libraries to suit what is in your warehouse and available to you through your local rental companies. Genau, also Jesse sagt, es gibt einen Basisbestand, der schon mitgeliefert wird mit Vectorworks, aber das gleiche Kabel kann an verschiedenen Plätzen der Welt unterschiedliche Namen haben oder die gleiche Länge kann unterschiedliche Stecker haben. Deswegen ist gerade im Kabeltool ist es gewollt und gewünscht, dass sich jeder da die Kabel anlegen kann, die er auch wirklich braucht, auch die Stecker, die er wirklich braucht. Ich glaube, es gibt sogar inzwischen Kabel mit Schweizer Steckern. Ich meine, ich weiß nicht, wer die braucht, aber... Ja, genau. Es gab da aus einem kleinen Lager heftige Kritik, dass das... Liebe Grüße an Alex. Genau, Alex, Grüße an dich. Es ist der gleiche mit Australien. Der nutzen Harting da, aber da haben einen anderen Namen davor. Und Neuseeland. Ich glaube, der Name, der nutzen da ist Wieland. Aber ist der gleiche Stecker. Der gleiche Stecker ist nur produced under license. See, because Wieland in Germany, in Deutschland, ist wieder was ganz anderes als Harting. Es hat gar nichts miteinander zu tun. Also, das ist unser großes Problem. Es ist auch mit den Kabelconnectors und Verbinder in die Bibliothek. Wir benutzen die offizielles Name, aber manchmal das ist nicht die lokales Name. Ja, richtig. So, du kannst übersetzen das, so was immer du möchtest auch. Die Flexibilität ist da in den Werkzeugen. Genau, das hattest du schön gezeigt. Du kannst auch die Namen, kannst du dir auch anpassen. Es gibt den hinterlegten Namen und du kannst deinen XLR-Stecker auch Günther nennen, wenn du das möchtest. Funktioniert, ja. Es ist, aber die Namen dahinter sind dann der Datenbank erstmal
egal. Wir wissen, es ist noch ein Testfeature, ein Vorschau-Feature, aber Begehrlichkeiten werden da natürlich wach, wenn ich das so lese. Stichwort Power Calculation, also Lastkalkulation auf meinen verschiedenen Phasen. Ja, das ist auf unser Plan. Wir sind kurz bevor die Testenphasen für die Power Calculation Feature. Und ein großen Teil, das wir brauchen für das, ist innerhalb die erste Generation von der neuen Kabeltool Suite. So, die Dinge, das die erste Generation nicht hat, ist die Live-Verbindung zwischen allen Elementen. An der Minute, wenn du steckst ein Kabel in so eine Plugbox und dann verbindest mit einem Licht, die Info nur geht zu der Plugbox, nicht weiter. Als wir sind fertig mit der Entwicklung, das Info geht live über ein Hintergrund Schematik-Etage oder Layer von der Licht zu der Strom, zu der Plugbox, zu der Stromverteiler oder Dimmer, zum die Hauptstromverteiler von der Venue und du hast ein liebendes Stromsystem. Okay. Aber Sehr nützlich. wir sind noch nicht da für Public-Seite. Das ist alles in die Entwicklungsphase an der Minute. Verstehe, aber es kann passieren, dass es kommt. Weil, wenn man das so liest, es weckt natürlich viele Begehrlichkeiten. Manche träumen da schon vom Cosinus Phi, der gleich mitberechnet wird, weil wir ja immer weniger ohmsche Lasten im Dach haben. Das ist auch schon... Eventuell, wir würden machen Voltage Drop über das ganze System. Die Phasen wird verbindet inside ein Stromverteiler, dass du weißt, welche Phase von der Input geht zu welche Phasen auf die Outputs. Neutral-Add-Verbindung geteilt, alles auf das Hintergrund. Aber bis der Entwicklungsprozess und der Testingprozess ist fertig, ich bin nicht ganz sicher über das Zeitfenster für das. Okay. Aber das ist die, was wir möchten, die Kabeltool zu machen. Die Endversion dann sozusagen, die fertige Version. Ich habe hier noch eine kleine Frage gerade reingekriegt. Vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen. Inwieweit das Kabeltool sich denn mit Connect-Cut austauscht? Das ist ein interessantes Thema. Wir versuchen zu entwickeln eine Verbindung zwischen den Spotlight Kabeltools und Connect-Cut. Jeder Release, jährlich Release von jetzt und weiter, wir würden haben mehr Kompatibilität zwischen den beiden. Ich bin nicht ganz sicher, wie das würde funktionieren. Das ist alles zwischen den zwei Development Teams. Aber der erste Schritt ist, wir versuchen einen Weg, dass die Cable Objects und die Cable Path können verbinden, dies konnte benutzen in beide Software. Es wird nicht direkt, aber da wird ein Weg zu Link ein Spotlight Kabel Object zu ein Circuit in Connect-Cut. Wir sind nicht sicher, wie das würde funktionieren jetzt. Das ist alles in die Durchsprechenphase, findet am besten Weg. Und auch der Kabel Path Object. Wir versuchen zu machen eine Verbindung für das, dass du nutzen das für Connect-Cut Circuits und Umtausch. Das ist alles ein Arbeit in Progress. Das ist natürlich für Dokumentation, wäre das ein unglaublicher Schritt. Nichtsdestotrotz, Kabelpath ist jetzt schon ein spannendes Thema, wie ich sehen kann. Man hat es ganz kurz im Video gesehen, vielleicht nochmal, der 3D-Kabelpfad, der auf die Truss geht, von der Truss zu einer anderen Truss. Da hat man den Durchhang gesehen, den Cable Swag. Und dann ist auch nochmal die Frage, wie gehe ich zum Beispiel auf Tour damit um, wenn ich verschiedene Trennstellen an der Truss habe, die ich trennen muss, wo eigentlich aber der Kabelpfad weitergeht, aber dass ich diese Trennstellen... du meinst Kabeldocks. Ja. Also dass man dann mal sagt, der Swag, der ist individuell berechenbar, hängt ja auch von der Menge, die damit drüber geht, zusammen. Das Swag ist pro Kabel Object, aber du kannst trennen Kabel Objects mit dem Split Tool von dem Basic Spotlight Toolset. Jeder Teil, I'll say this in English. Each part, when you split it, will maintain the cable run ID. Okay. So they remain linked to each other, they remain associated with each other.
You can group select multiple cable objects and split them at the same time, and they will all stay correctly connected. And the swag will apply to the part of the cable object that is visually appropriate. So for example, if you have a cable truss and you have a connection going down there to a lower truss, and you make the dock here with the split tool, the swag gets applied to this section here. Okay. You can, if you click on the cable object's cable configuration button in the object properties, you can display in there how much swag is calculated for the cable object as part of the modifiers. Okay. Aber Jesse sagt da, der Kabeldurchhang wird an der richtigen Stelle berechnet, wenn man zum Beispiel auf der unteren Truss trennt, wenn er von oben kommt. So schlau ist er schon, der Kabelpfad. Was dann noch interessant ist, wenn ich die Trennstelle einfüge, hat das ja Einfluss auf die Kabelkalkulation im Hintergrund. Dann brauche ich nicht mehr ein 20 Meter Kabel, sondern 2 10 Meter Kabel. Genau, richtig. Ja, was würde passieren ist, jedes Mal, dass du machen einen Trenn, der Kabelobjekt würde neu berechnet, was jeder Teil braucht. So, die trennen zu 2 Kabelobjekte. Ja. Die erste Kabelobjekt hat ein Kabellist, das zweite Objekt hat ein Teillist. Und nutzen die gleiche Basis Settings, Preferences für die Berechnung von welche Teil geht rein. Der nur Dinge ist, wenn du split ein Kabel und du hast konfiguriert alles, dann du würde haben neu konfiguriert für die Teilordnung. Aber normalerweise du würde machen die Docs bevor du configure alles. Das ist die Arbeitsmäßig. Wie verhält sich dieser Dock, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe meinen Scheinwerfer und der Link geht ja bis hin zum Dimmer beziehungsweise bis zum Hauptstrom. Nimmt der das schon mit oder trennt er an diesem Dock? Der Minuten ist trennt an dieses Dock, aber der Weg würde machen in Futurum ist, dass das Data würde übertragen. Aber das ist noch nicht in the Tool. Das ist die nächste Generation. Das ist der nächste Schritt, das wir haben zu machen. Okay. Und wie verhält sich der Kabelpfad, wenn ich den angelegt habe, zum Beispiel von der Dimmer City bis zur Front of House Truss über mehrere Stufen und da jetzt eine Trennung reinmachen will, weil ich die Trassen trennen will, aber trotzdem sage, ich will den Kabelpfad von der Dimmer City bis zur FOH-Truss weiter nutzen. Geht der dann durch, trotz Trennungen, und macht mir alle Teilstücke? Okay, diese 2 unterschiedliche Objekte. Genau. Ja. The Cable Object würde gehen durch. Okay. The Cable Path, jeder Cable Path wird ein zweiter Object, it's a separate object each path. So if you cut the cable path, you'll need to click to go into the second path. Okay, but when you not cut the path, when you draw it and just cut the cable. The cable. If you're only cutting the cable, you don't change the cable routing. Okay. That stays the same, and the 2 ends are still documented as they connect to each other. Ich glaube, das war die Frage. Ich glaube, if you look at the cable object properties, there's an end field, a start field and an end field. And this documents what is connected to the cable. It could be a light, it could be the output of a moving light distro, or it could be another cable. Yeah. And that's the way you would do it. And you can insert cables snapping onto an existing cable object. So you don't have to use the split tool to make your docks. Okay. Also ich glaube, wichtig, es kommen ja da viele Fragen her. Und das Kabeltool brauchen wir. Ja, ich glaube, wir Spotleiter waren, die viel mit Lampen zu tun haben. Da ist das schon eine ganz wichtige Geschichte, vor allem das dann auch in die Dokumentationen mit aufzunehmen. Wir laufen schon wieder aus unserer Zeit raus, sehe ich. Aber wir haben ja ein bisschen später angefangen, wir dürfen ein bisschen überziehen. Ne? Sowieso. Ja. Mach dir da keine Sorgen, die Datenleitung ist bezahlt. Sehr schön. Jesse. Oh. Wenn es mehr Fragen ist, ist kein Problem. Das denke ich mir. Ich denke, aber es gibt ein paar Fragen, die kann man besser mit Bild. Es ist hier zum Beispiel, was passiert, wenn ich einen Kabelpfad angelegt habe und die Traversen verändere. Also wenn ich auf ein Kabelpfad gesnappt habe.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Die erste Generation, du würdest haben zu neu, you'll have to reshape the cable object. So you double click on the cable object, that puts you into the edit mode, and then restrict the axis that you're moving it on, and you can just drag the loci or add new loci in to extend the cable. Yeah. What we're aiming for is that when the truss moves, the cable object automatically updates and correctly reshapes by itself. This is not yet in. It should, I'm hoping, be in with the next version, but that depends on making it work. We have to make sure it's tested it and so on. We also want to be able to reshape the cable path to do the same thing. So if you reshape the cable path, the attached cables will also reshape and update. Currently, best practice is do your cable planning at the end. Okay, absolutely. As the last step. I know that's not always going to be possible in the real world. There's always going to be a last-minute change, but the double click to reshape is very quick and easy to use in 3D views, especially if you take advantage of the option to constrain which axis you're moving the loci on. Okay, in Zukunft ist es also geplant, dass sich der Kabelpfad dort anpasst. Ja, und die fahrenden Trassen haben mir gleich die Fantasie angeregt, wie es dann mit den Gewichten der Kabel ist, die auf der Trasse liegen. Weil das haben wir in Vectorworks haben wir im Moment ja noch die Kabelpauschale, ob das irgendwie zusammenwächst. Cable objects are fully Braceworks enabled. They will apply the weight of the parts across the length of the truss that they're associated with. So it's intelligent enough to know this amount of cable lies on the truss, the parts have this amount of weight total, and then it will add that weight to the truss object. And how do they deal with the cable swags in between? Die Kabeldurchhänge zwischen den Trassen, werden die auch mitberechnet? That I'll need to check with the developer. That's one side of things. I'm not 100% sure how the weight gets assigned. Also ihr seht, es ist wirklich eine Feature-Vorschau. Wir sind da auch noch ständig im Austausch. Ganz kleine That's something that I think we need to address, but I'm not sure how it's been addressed yet because the question hasn't come up and I haven't personally tested that particular part of it. It's good to do some more sessions like this, so all the questions are pouring in here. Es ist auch noch ganz kurz die Frage, ich glaube, das mit Ja beantworten zu können. Es geht ja sogar so weit, dass wir das Gewicht des Steckers am Kabel mit berechnet. Ich habe jetzt mal Ja geantwortet. Yeah, you put that into that's included in the part record of the cable part. So each cable, the total weight of each part is a single cable in real life, like a 10-meter Schuko, 20-meter socket PEX. Yeah. And it includes the weight of the connectors and the weight of the cable inside it. So it should just be a single weight value. Und den Klepp nicht vergessen. Ja. Ja, okay. Es gibt noch ein paar Fragen, wir kürzen es jetzt ab, wir beantworten im Forum die auch noch mal gerne. Jesse, ich danke dir für die Vorbereitung. It was a pleasure. Und, hoffentlich ProLight und Soundlife läuft besser nächstes Jahr und wir können alle treffen zusammen da. Ja, wir bleiben positiv. Ja, positiv. Ja, definitiv. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Danke nach Berlin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Jesse, bis bald. Ich danke dir.